Beim Upgrade von Windows 10 zu Windows 11 gibt es so einige Probleme. Und zwar wird zum Teil die CPU nicht unterstützt oder das CP/M-Modul 2.0 ist nicht vorhanden oder bloß 1.2. Und um was es heute geht, ist aber, dass das Windows 10 im Legacy-Mode installiert ist und läuft. Und auch das wird unter Windows 11 nicht unterstützt, das muss im UEFI-Mode laufen. Ich habe hier jetzt mal ein Windows 10 Gerät, das im Legacy läuft, und da kann ich euch jetzt im Windows gerade mal zeigen, wie man das nachschauen kann. Und zwar, wenn man Rechtsklick auf Start macht und auf die Datenträgerverwaltung klickt, dann sieht man hier die Festplatte, wo das Windows drauf ist. Wieder Rechtsklick und auf Eigenschaften. Dann geht Infos von der Festplatte auf. Wenn man dann auf Volumes klickt, dann steht hier Master Boot Record MBR. Und so lässt sich Windows 11 nicht upgraden aus dem Windows heraus. Das muss auf GPT stehen. Wenn bei euch jetzt hier schon GPT steht, dann müsste sich das Upgrade eigentlich direkt ausführen lassen, sofern alles andere auch unterstützt wird. Dann könnt ihr auch weiter nach vorne springen im Video. Ansonsten müsst ihr die Eingabeaufforderung starten. Und zwar als Administrator ausführen. mbr to gpt.exe Leerzeichen validate allow full OS. Und dann wird überprüft, ob das möglich ist. In dem Fall sollte es möglich sein. Dann können wir mbr to gpt.exe convert und wieder allow full OS eingeben, Enter. Und dann führt es das Ganze aus. Dass es funktioniert hat, könnt ihr hier sehen. Conversion completed successfully. Jetzt ist es natürlich so, dass im BIOS noch Legacy steht und nicht UEFI. Deshalb bootet jetzt nach einem Neustart auch das Betriebssystem nicht mehr. Das heißt, wir müssen ins BIOS gehen. So, in dem Fall müsst ihr hier im BIOS auf Boot Sequence gehen und hier von Legacy auf UEFI umschalten. Und dann wird hier auch wieder Windows Boot Manager angezeigt und dann sollte es auch funktionieren. Bestätigen und beenden. Ich habe jetzt gerade mal noch BIOS vom ThinkPad Gerät. Da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und da kann man hier zum Beispiel UEFI oder Legacy einschalten oder eben beides. Da muss es dann mindestens auf beidem stehen, damit es funktioniert. Das Ganze, was wir jetzt vorher in der Eingabeaufforderung manuell gemacht haben, dafür gibt es auch verschiedene Freeware-Tools. Müsst ihr einfach mal googeln, wenn ihr das mit unserer Anleitung nicht selbst hinbekommt, die das dann für euch automatisch übernehmen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Alternative Windows
11 einfach vom USB-Stick komplett neu zu installieren. Da muss es nur im BIOS auf UEFI stehen und dann funktioniert es ohne Probleme. Ja, je nachdem könnt ihr gleich die Chance noch nutzen und eine SSD-Upgrade durchführen. Die findet ihr bei uns im Shop. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video ein bisschen weitergeholfen hat und Windows 11 jetzt läuft.